Servus und herzlich willkommen bei NAFTA Racing. Diese Videoreihe heißt Tuning Guide. Ich werde pro Video eine bestimmte Thematik rund um das Thema Steuergeräte-Applikationen erklären. Heute geht es um das Thema Erweitern und Ändern der Kennfelder. In diesem Kontext fallen häufig Begriffe wie Interpolation, Extrapolation, Approximation, linear, exponentiell, logarithmisch, Trend und so könnte ich mit den lateinischen Begriffen aus der Mathematik den ganzen Tag weitermachen. Das wäre jedoch nicht zielführend, denn meine Intention ist, euch kurz, simpel und auf den Punkt genau Infos zu geben und damit Wissen zu schaffen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Kapitel 1 widme ich der Interpolation. Kapitel 2 der Extrapolation. Kapitel 3 dem Begriff Trend aus Excel und im 4. Kapitel geht es um die Anwendung in der Praxis. Wann ich was und vor allem wie anwende. Wichtig an dieser Stelle ist einordnen zu können, was ich hier tue. Ich treffe Annahmen, schätze Werte, erstelle Prognosen, zum Teil unter angenommener Linearität. Das muss nicht immer zwingend der Realität entsprechen. Im besten Fall tut es das, je nachdem, mit welcher Strategie man an die Sache rangeht. Unter Laborbedingungen auf einem Motorenprüfstand mit sündhaft teurer Messtechnik haben nur einige wenige die Möglichkeit, Werte zu eruieren. Ich zeige euch dennoch, wie man mit simplen Mitteln vorzeigbare, reproduzierbare und belastbare Daten erstellt. Kapitel 1 Interpolation. Die Interpolation ist in erster Linie ein Verfahren, zwischen explizit gegebenen Werten einer Tabelle oder eines Graphen sogenannte Zwischenwerte zu bestimmen, also eine Prognose zwischen gegebenen Daten. Hier könnt ihr die Formel sehen. Ich möchte zwischen zwei gegebenen Werten einen bestimmten Wert berechnen. Siehe dazu die blaue Markierung auf dem roten Graph. Nun zeige ich euch alle Variablen, die in die Formel einzusetzen sind und markiere sie farblich. Hier ist ein Basiskennfeld für Drehmoment aus einem BMW 330d geladen und ich möchte die Kraftstoffwerte für 150 Newtonmeter kennen. Allerdings, wie ihr oben sehen könnt, fehlt diese Spalte. Also muss ich sie berechnen und das Ganze mit Hilfe der Interpolation. Die x-Werte sind das Drehmoment und die y-Werte beschreiben die Kraftstoffmenge in Milligramm pro Hub. Setzt ihr nun alle vorhandenen Werte ein, bekommt ihr als Ergebnis die gewünschten Kraftstoffmengen für 150 Newtonmeter. Würde ich die Daten aus den Kennfeldern einer ECU grafisch darstellen, bleibt nach wie vor das Problem, dass die Funktion f von x, die den Graphen beschreibt, unbekannt, komplex und schwierig handzuhaben ist. Auf der rechten Seite seht ihr den Graphen, der die Kraftstoffmenge bei 2000 Umdrehungen pro Minute über die Drehmomentachse beschreibt. An dieser Stelle erlaubt die Interpolation näherungsweise eine einfachere Darstellung. Für mich als Applikateur ist bei der Kennfeldbearbeitung in den meisten Fällen eine Interpolation nur selten notwendig, da ich den Grunddatenstand im Aufbau, der Stetigkeit und der Funktion f von x, also was sich mathematisch dahinter verbirgt, selten verändere. Denn in den meisten Fällen erweitere ich die Datenreihen und Kennfelder, womit ich zum zweiten Kapitel stoße, nämlich der Extrapolation.
Wie an den wunderschönen rosa Balken und Pfeilen zu erkennen, werden hier Werte geschätzt, die über den Definitionsbereich der Daten hinausgehen. Heißt, die Schätzung basiert auf der Erweiterung einer bekannten Folge von Werten, einer sogenannten Datenreihe. Das ist eine von vielen Methoden, um Kennfelder sauber zu erweitern. Die Formel für eine einfache lineare Interpolation von vorhin funktioniert auch für die Extrapolation. Ich zeige euch am Beispiel einer Duration Map, also Förderdauer aus einem 1,9er Pumpedüse, wie man mit der Formel umgeht. Auf der rechten Seite unter der Formel habe ich euch ein Bild eingefügt, in dem ihr seht, welcher Wert in der Formel einzusetzen ist, wenn von 55 Milligramm auf 65 Milligramm erweitert werden soll. Nun zeige ich euch eine vereinfachte Formel. Das x in Anführungsstrichen beschreibt den Faktor, um welchen die neue Datenreihe im Vergleich zu den beiden Basisdatenreihen gewachsen ist. Mit dieser Formel lassen sich Datenreihen und Spalten unkompliziert erweitern. Mit einem wichtigen Hinweis, nämlich, dass ihr für die Berechnung des neuen Wertes nur die letzten beiden Datenreihen einbezogen habt und es sich bei dem Kennfeld um keine lineare Funktion handelt. Nun kommen wir zu Kapitel 3, dem sogenannten Trend in Excel. Excel ist ein mächtiges Tool, mein Video ist keine Microsoft Office Schulung und es gibt viele tolle Videos zum Nachschauen, online, viele Infos für alle diejenigen, die es interessiert, zum Thema Achsenabschnitt, Steigung, Trend, Schätzer etc. Ich beschränke mich auf die Funktion Trend und das Erweitern von Datenreihen am Beispiel der N75 Map. Mit dieser Funktion erweitere ich eine Datenreihe nicht nur ausgehend von einer kleinen Basis, letzten beiden Reihen oder paar Spalten wie beim Extrapolieren, sondern beziehe je nach Belieben mehr oder weniger Daten des gesamten Kennfelds ein. In diesem Fall wählte ich den Bereich 30 bis 58 Milligramm pro Hub und erweitere auf 60 Milligramm. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass nichtlineare Zusammenhänge sauber erkannt und dargestellt werden. Wichtig ist, den Kontext der Kennfelddaten zu verstehen, um eine saubere Basis für die Erweiterung auszuwählen. Es gibt immer wieder Kennfeldbereiche, die aus bestimmten Gründen zum restlichen Kennfeld abweichend bedatet sind, wo es keinen Sinn macht, diese Bereiche in die Berechnung oder Erweiterung einzubeziehen, da das Ergebnis dadurch verbogen bzw. verfälscht wird. Das sind die Kleinigkeiten, auf die man unbedingt achten muss. Kapitel 4 – Anwendung in der Praxis. Als erstes geht es um die Frage, wo befinde ich mich in meinem Prozess der Kennfeldapplikation? Befinde ich mich am Anfang der Datenstandsentwicklung in meinem Applikationsprozess, wo ich Parameter neu berechne, ist hier die Extrapolation für sauberes Erweitern der Daten zielführend. Befinde ich mich am Ende des Prozesses in der kosmetischen Feinabstimmung der 3D-Kennfelder, wo saubere Übergänge modelliert werden, ist die Interpolation im WinOLS zielführend. Dann ist die Frage wichtig, welche Kennfelder bearbeite ich? Denn jedes Kennfeld erfordert je nach Funktion eine individuelle Betrachtungsweise. Was ich damit meine, zeige ich euch an einigen Beispielen. Beispiel A: Ein Fahrerwunsch-Kennfeld wird nach Logik und Fahrerwunsch individuell bearbeitet. Dazu sind keine mathematischen Funktionen notwendig, wenngleich eine Strategie trotz alledem angebracht ist. Stichwort kaskadierend abfallend. Ein Fahrerwunsch-Kennfeld wird nicht erweitert, sondern lediglich in seinem Inhalt bearbeitet. Beispiel B:
eine Duration Map aus einem BMW 330D. Förderdauermaps sind Kalibrierungsmaps, wo es unter Umständen bei nicht sachgemäßem Umgang mit der Interpolationsoption durchaus dekalibriert werden kann. Man sollte sich also zu jedem Kennfeld genau überlegen, welche Werkzeuge sinnvoll und zielführend für dessen Bearbeitung sind und vor allem immer eine Strategie zurechtlegen, um die Struktur und die Logik, die der OEM vorgesehen hat, beizubehalten oder fortzuführen. Ich persönlich arbeite in Summe mit allen mir zur Verfügung stehenden mathematischen Funktionen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und genau das definiert für mich eine Kalibrierung im Vergleich zu einem 0815 Datensatztuning. Nichtsdestotrotz ist das Kalibrieren nicht alles. Am Ende des Tages werden durch abschließende Logfahrten Messwerte aufgenommen und gegen die im Datensatz erhobenen Werte geprüft. Je feiner die Kalibrierung im Vorfeld, umso geringer natürlich der Aufwand für das Ändern der Parameter im Nachgang. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video durch meine sachliche Betrachtungsweise das Geheimnisvolle rund um das Thema Interpolation und Extrapolation beseitigen. Denn merkt euch bitte eins, die Suppe wird in den seltensten Fällen so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch eine tolle Zeit und schreibt gerne in die Kommentare, welche Themen rund um das Thema Tuning euch noch interessieren würden. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Servus.